C'est un système de statistiques pas coordonné, avec des données statistiques insuffisantes et parfois donc on n'avait pas d'informations sur des éléments importants de la vie sociale et économique du pays. Et cela demandait absolument donc des bases légales modernes et complètes. Je me rappelle donc le moment où on a dû décider de ne plus publier les comptes nationaux, car les statistiques économiques étaient faibles ou bien non existantes. Il y avait donc des difficultés énormes à se faire livrer des données fiables de la part, disons, spécialement de l'économie privée. Et donc cette crise qui a suivi le fait, disons, de ne pas publier les comptes nationaux a eu quand même des conséquences assez importantes pour se rendre compte qu'il fallait faire donc de la statistique un système statistique et non pas donc une fabrique désordonnée de données. En 1989, c'était la chute du mur de Berlin. Et il faut dire que cet événement a complètement donc changé la façon de voir les choses, et tout spécialement donc en ce qui nous concerne, de voir la statistique. On a dû donc constater que la statistique des pays à économie planifiée avait été modifiée par des raisons politiques. Donc il n'y avait plus d'autonomie de l'information. Et après 1989, on a pris conscience qu'il était nécessaire de fixer un certain nombre de principes fondamentaux pour la statistique, afin que la statistique ait toujours donc une qualité. C'est absolument un changement de paradigme, mais aussi un changement qui a été donc aussi de changer l'étiquette de la statistique. On ne parlait plus de statistique officielle, mais de statistique publique. Dans le sens que, en fait, la statistique est pour tout le monde et elle est un élément essentiel pour le maintien donc, du débat démocratique. Elle a apporté une clarification de la statistique et elle a apporté aussi donc l'élément essentiel, je voulais dire, c'est qu'en fait une démocratie qui veut s'appeler telle doit se baser sur une information claire, une information sûre, une information garantie, avec des méthodes scientifiques prouvées. Et ça, donc, c'est un élément essentiel pour le débat démocratique, car sans l'information statistique, il serait impossible de connaître le fonctionnement de la société dans sa globalité. Je pense qu'au niveau de la Confédération, tout spécialement du Conseil fédéral, on a quand même compris le rôle de la statistique, le rôle essentiel de la statistique, et donc aussi le respect pour une information objective et sans intervention politique. Et ce que j'ai trouvé vraiment fantastique, c'est que quelque chose d'inimaginable à mon temps, c'est que le Conseil fédéral incorporé vienne à Neuchâtel et siège pendant une journée à l'office. Je trouve quand même que c'est la victoire, en fait, de la statistique, qui a eu quand même un passé assez troublé et peu glorieux. Ist ein wichtiger Punkt, was Carlo Malaguerra hier sagt, weil er hat natürlich die Grundlage mit diesem Gesetz überhaupt geschaffen, dass wir in der Folge diese Kompetenzen innerhalb des Bundesamtes für Statistik entwickeln konnten, eben nicht nur in den Bereichen der Statistik, sondern eben auch in den Bereichen der Datenwissenschaften und auch in Bereichen der Datenanalyse. Damit hat er die Grundlage gelegt, diese Kompetenzen zu entwickeln, und im Sommer 2018 war der Gesamtbundesrat hier im Bundesamt für Statistik, eine Extramuros-Sitzung, wo sie besprochen haben, wie gehen wir jetzt eigentlich weiter mit den Daten, insbesondere im Blick auf die Digitalisierung
der Bundesverwaltung, die Digitalisierung insgesamt in der Schweiz und hat aus diesen Kompetenzen, die wir entwickeln konnten, dank dieses Gesetzes der letzten 30 Jahre, auch die Aufträge gegeben, weitere über die Statistik, weit über die Statistik hinaus, Aufgaben, die wir diese Kompetenzen eben auch in den Bereichen Daten und Datenwissenschaften eben wahrnehmen zu können. Nicht nur für das BFS, sondern eben für die gesamte Bundesverwaltung, für die Forschung, für die Schweiz, für die Wirtschaft, für andere Stakeholder. Das Gesetz hat die Möglichkeit gegeben, weitere Aufgaben dem BFS zu übertragen. Nebst der Statistikproduktion, die viele Leute kennen, wo wir tagtäglich Informationen geben, als Referenzrahmen in einer Demokratie, um Entscheidungen fällen zu können, weil man sieht, wo man ist, wie man hier hingekommen ist und vielleicht auf dieser Basis auch überlegen kann, wie man weitergehen möchte, haben wir zwei Bereiche zusätzlich erhalten. Das eine ist die Datenbewirtschaftung und das zweite die das wissenschaftliche Kompetenzzentrum. Ich gehe gerne auf die zwei letzteren kurz ein, weil das erste, die Statistik, die kennen viele Leute schon. Bei der Datenbewirtschaftung haben wir geschaut, was ist eigentlich das Problem, das alle haben. Und das größte Problem ist, wir wissen eigentlich gar nicht, welche Daten wir haben. Also ist die Visibilität von Daten, eine Suchmaschine zu bauen, die Daten sichtbar macht, war unsere erste und wichtigste Aufgabe. Und an dem sind wir jetzt. Wir haben das aufgeschaltet, eine Plattform, Interoperabilitätsplattform heißt das Daten sichtbar macht. Die Voraussetzung, dass diese Daten sichtbar werden, ist aber, dass sie harmonisiert sind, quasi maschinenlesbar. Und da haben wir selbstverständlich auch eine Aufgabe, das zu tun. Die Idee, der Nutzen dahinter ist natürlich einerseits, dass Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen nur einmal die Daten liefern müssen, weil man hat sie schon, man sieht sie und wenn man eine gesetzliche Grundlage hat, kann man sie auch verwenden. Und das Zweite natürlich ist auch, dass diese Daten mehrfach nutzbar werden. Dass man nicht nur eine Entlastung hat, sondern eben auch mehr Nutzen. Und das ist natürlich die gesetzliche Grundlage, die vor 30 Jahren geschaffen wurde, hat das auch jetzt ermöglicht, in diese Richtung zu gehen. Und das sind die zwei Bereiche, die wichtig sind. Im datenwissenschaftlichen Zentrum geht es dann darum, wenn denn Daten sichtbar sind und wenn sie maschinenlesbar vorliegen, dann möchten wir auch aus diesen Daten lernen. Und zwar gemeinsam. Nicht nur für das BFS, nein, auch für den Staat, die Bundesverwaltung und weit darüber hinaus natürlich auch zum Beispiel für die Forschung. Und diese Grundlage wurde gelegt, um eben auf diesen Weg zu gehen und gemeinsam aus diesen Daten zu lernen und auch zu lernen, was wollen wir. Nicht nur, was können wir, auch was wollen wir und was dürfen wir. Sehen Sie, für einen Statistiker ist es schwierig, etwas über die Zukunft zu sagen, aber ich versuche trotzdem zu sagen, wo wir hingehen möchten. Es gilt es natürlich jetzt, diese Elemente weiterzuentwickeln. Das heißt, diese Potenziale auch in der Statistik zu nutzen, aber natürlich auch die Datenbewirtschaftung. Da sind wir eher eine Ermöglicherin. Wir haben eine Suchmaschine gebaut und helfen, Daten zu harmonisieren. Und hier sind wir eigentlich eine Ermöglicherin, dass das unter Mithilfe von anderen eben zustande kommt. Und da müssen wir dranbleiben, weil wir haben das jetzt mal für das BFS gebaut, wir haben das mal fertig auf der Webseite, wenn Sie das möchten. Und jetzt gilt es, dass die Leute ihre Daten tatsächlich harmonisieren und sichtbar machen.